Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Heute geht es dann mal weiter mit dem zweiten Teil zum Schockstab. Ein bisschen was habe ich schon vorgebaut. Ich muss ehrlich sein, das ist verdammt viel Arbeit. Ich hatte echt gedacht, das wäre ein bisschen weniger, aber ich habe bei einigen Sachen echt Kopfschmerzen gekriegt. Wie gesagt, ein bisschen habe ich schon vorgebaut, aber ich will euch natürlich nicht alles enthalten. Ne? Ein paar Sachen werde ich euch noch erklären und dann machen wir weiter an den Sachen. Und dann wollen wir gucken. Also bei ein paar Sachen bin ich noch nicht so ganz schlüssig, wie ich es mache. So, wie gesagt, das erste Teil fand ich ja schon ja nicht mal so übel, wie das schon aussah. Euch hat es anscheinend auch gefallen. Dann legen wir los. Bleibt dran. Wir sehen. Okay. Dann erzähle ich euch mal, was ich schon gemacht habe. Wie ihr seht, ich habe hier schon mal von den 4 Zylindern 3 habe ich schon gemacht. Ja, ich habe hier überall noch so ein Ding in der Mitte gemacht, weil das war, ohne war das ein bisschen, da habt ihr zu viel eindrücken können. Also wenn man da einer draufschlägt oder was, dass da nichts passieren kann, habe ich noch einen Ring in der Mitte gesetzt. Da bei denen hier keine Elektrik durch das Teil kommt, erst bei dem vorderen, habe ich mir dann überlegt, das hier lassen wir noch, das kommt dann erst nachher, wenn ich dann weiter an der Elektrik bin. Dann das Schlimmste, wo ich am Grübeln war, war hier das blöde Batteriefach. Das habe ich jetzt quasi hier so reingemacht. Hier vorne kann man das so ein bisschen reindrücken. Die Kabel habe ich noch nicht dran gemacht. Den einen habe ich noch ja nicht eingesteckt. Und dann habe ich hier dann quasi so an den Rändern ist nichts drin, dass man hier die Kabel reinstopfen kann. Ja. Dann bin ich hingegangen. Ich hatte ja hier den einen Schlauch hier unter dem Ding durch. Das war ein bisschen tricky, das erstmal durchzukriegen. Ich hätte das Loch ein bisschen tiefer und hier an ein paar Stellen beim Kabel durchdrücken durch den Schlauch, obwohl der schon was Durchmesser größer war wie der erste, den ich mir mal geholt hatte. Also wenn er irgendwas dran macht, so ein bisschen irgendwas was schmiert, sag mal hier so Vaseline oder seht, irgendwas oder Spülmittel, also den Kabel, also den Draht durch den Schlauch, das war ein bisschen ohne was ziemlich bescheiden. Ich habe das Ding so bis hierhin ungefähr gekriegt, so bis hier und dann ging es irgendwie nicht mehr. Also wenn das nicht funktionieren sollte, nimmt irgendwie Spüli oder irgend so ein bisschen was, macht ein bisschen drum. Also den Kabel hat es nicht geschadet, ist immer noch am Leuchten, zeige ich euch gleich. Dann habe ich den quasi hier einmal durch und dann das Ende ist quasi von dem Draht hier so drin. Und was dann halt ein bisschen länger war, habe ich damit so Draht, der dabei auch war, habe ich dann ein bisschen aufgewickelt und unten reingestopft. So, wie gesagt, das ist so quasi so das Kabelfach. So, dann zeige ich euch schon mal momentan, wie das aussieht. Ich muss aber noch gucken, ich bin noch nicht zufrieden mit der Optik von dem hinteren Teil. Das gefällt mir noch nicht so richtig. So, wie gesagt, dann kommt der Kabel hier rein. Ich habe auch schon was gebastelt, das kommt hier oben drüber. Da muss ich aber noch ein bisschen rumexperimentieren, dass das nachher auch hält. Aber da habe ich mir auch schon was einfallen lassen. Da werde ich hier ein Stück Fliegengitter einkleben oder Leder, dass das quasi so aufklappbar nachher ist, damit man das Batteriefach, also das sitzt schon so sehr stramm, wie ihr seht. Also das ist so stramm drin, dass ich den Deckel schon vom Batteriefach aufkriege. Dann habe ich in den, was hier oben drauf kommt, habe ich schon ein Loch für den Schalter reingemacht, aber das gefällt mir auch noch nicht, das ist noch ein bisschen zu groß. Da lasse ich mir gleich auch noch was einfallen, das seht ihr ja dann. Ne? So, machen wir mal an. Eingesteckt haben wir. Ja, so sieht das dann aus hinten. Wie gesagt, das gefällt mir so noch nicht. Durch das Fliegengitter ist das schon ein bisschen stabiler geworden. Aber ich werde hier noch so ein paar Sachen einkleben. So, stecken wir das hier wieder aus. Dann muss ich noch gucken, ich muss hier einen Kabel oder 2, mal gucken, wir können ja 5 anklemmen, können wir ja von hier so 2 dran machen. Die werden dann nach vorne geführt, so wie hier bei dem Bild. Hier hinten das Teil, das machen wir noch zu.
Jetzt habe ich mir hier überlegt, gut, wenn hier die Farbe drüber ist, sieht man das nicht mehr so, aber so richtig gefallen tut es mir noch nicht so richtig. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, jetzt muss ich gucken, wo ich die Sachen hingeschmissen habe. Jetzt kommt hier noch so ein Stück drüber. Ich will nicht, dass der Schlauch so direkt, dass man den sehen kann. Das ist irgendwie, ich weiß es noch nicht. Also schon sehen, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht mache ich hier noch so eine kleine Kante dran. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, so optisch. Schneiden wir hier einfach mal ein bisschen was ab. So eine Art Blende. Also jetzt nicht, dass das komplett zu ist, aber so ein bisschen höher oder so. Damit man das nicht ganz so sieht. Da muss ich wirklich mal gucken, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Jetzt muss ich natürlich dann für hier dann mir wieder was einfallen lassen, aber das ist ja nicht das Problem. Aber ich glaube, das mache ich auch. Wie gesagt, das ein bisschen stört es mich. Also rein optisch. Ich könnte das natürlich so lassen. Den Kabel, den habe ich hier mit Heißkleber eingeklebt, also so halbwegs fixiert. Hier hinten hat er sich ein bisschen gelöst, aber das ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt. Sind so ein paar Schönheitssachen, die gefallen mir noch nicht so ganz. Aber wir machen das jetzt hier einfach mal drauf. Und dann schauen wir mal, wie das dann nachher aussieht. Ja. So. Vor allen Dingen haben wir dann nicht so, dass wir hier so um die Ecken rum müssen. Das ist auch so ein bisschen, wo ich mir dazu überlegt hatte. Dass das was zu lang ist hier an den Ecken, ist nicht schlimm. Ich will das nachher so ein bisschen wieder abrunden, dass das so ein bisschen hier ich sag jetzt mal zum Ende hin passt. So. Und zusätzlich soll das Ganze hier unten auch noch ein bisschen stabilisieren. Ob man das dann da drauf stellen kann, also wie ihr seht, das ist schon relativ steif, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Das kann noch ein bisschen steifer werden. Wäre natürlich toll, wenn man das da drauf stellen könnte. Aber wie gesagt, ich arbeite dran. So. Seht ihr, dann kann ich nämlich hier mit der Dreiermatte, vielleicht hätte ich für das hier auch Dreiermatte nehmen sollen. Oh Gott. Ja, hätte ich vielleicht mit Dreiermatte machen sollen, statt mit Sechser. Aber naja, gut. Kann man ja dann noch ein bisschen beiarbeiten. Wie gesagt, ich baue ja nicht so hundertprozentig nach. Wir wollen ja auch nicht Dings. Wie gesagt, hier das Teil, da werde ich dann, das wird dann quasi hier der Deckel von dem Teil. Hier vorne hatte ich mir eigentlich noch was überlegt. Also der Schlauch, der hier so ein bisschen gelb ist, und den schwarzen, ich habe keinen schwarzen, da werde ich dann zwei mit blau und denke mal, wir 2 Drähte nehmen. Die werde ich dann aber außerhalb von den Zylindern, so wie hier, führen das außen noch ein bisschen. Dann mache ich am Ende hier so komische Hülsen. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was überlegt. Also wie die hier, wo dann die Schläuche reinkommen. Und einen Kabel, den werde ich dann so irgendwie hier durchführen, nach vorne noch rein. Da habe ich mir überlegt, wenn es klappt, ich hoffe, ich vermurks mir das Ding nicht. Also ich will hier noch ein bisschen Draht drum machen. Also wickel noch mit dem blauen Schlauch. Ist zwar dann wahrscheinlich scheiße, wenn man mal kaputt gehen sollte, aber naja gut, muss ich halt mitleben. Und dann will ich gucken, dass ich den hier irgendwo hier vorne rein und will hier vorne noch so ein bisschen wie so gedreht, dass der hier vorne auch ein bisschen am Mitblinken ist. Ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, Leute. Aber versuchen werde ich auf jeden Fall. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, und abpitchen kann man ja, wenn es dann noch zu lang sein sollte. Da kann man ja mal gucken. Ja, soweit der Plan. Ja, dann wollen wir mal wieder weitermachen. Ne? Das hier haben wir schon. Mit denen, wo der Schlauch durchkommt, da lasse ich mir gleich auch noch was einfallen. Aber mal jetzt gucken, wie ich das am besten mache. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe hier schon so ein paar Sachen weiter gemacht. Und zwar hier noch ein bisschen Verstärkungen dran. Dann habe ich hier noch so was, das soll wie so eine Art was auch immer. Ist von der Proportion nicht wie auf dem Bild so ganz, aber das ist jetzt nicht so. Ich sage ja, ich halte mich so grob dran.
Ich will das Ding nicht 1 zu 1 nachbauen. Dann habe ich schon ein paar andere Teile noch vorgebaut. Dann habe ich hier aus 10er Matte einen Griff. Der kommt dann quasi hier so ran. Ja, das mache ich aber erst später, weil sonst hängt der mir immer im Weg. Dann hatte ich euch ja erzählt, ich hatte hier oben, das hat irgendwie so ein bisschen was von der Visiereinrichtung von einem Gewehr. Weiß es nicht. Hab dann hier ein bisschen Fliegengitter dran. Hier ist dann das Loch für den Knopf, ist so ein bisschen blöd, so kommst du nicht so gut dran. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders. Hier kommt dann der reguläre Knopf, der dann angedeutet ist, der natürlich keine Funktion hat. Dann werde ich das Ding dann hier mit dem Fliegengitter hier so dran kleben, dass man das Ding quasi so hochklappen kann, um Batteriefach zu wechseln. Ja? Also soweit der Plan. Das passt dann hier so rein. Je nachdem kann man vielleicht noch irgendwas drum machen, dass das vielleicht ein bisschen dann nicht sich aufklappen kann. Da bin ich aber noch am Überlegen, ob mir da noch was einfällt. Mal gucken. Dann habe ich ein paar Teile gebaut, die quasi zur Stabilisierung dann, die hatten ja hier auf dem Bild hier so komische Leitungsteile. Die werde ich dann benutzen, um den Schlauch dann quasi ein bisschen Führung zu geben. Da muss ich mal gucken, wie ich die dann hier so anklebe, irgendwie, damit das dann nachher so ein bisschen mehr Haltung hat. Wahrscheinlich mache ich das, werde hier noch ein bisschen was abschneiden, dass das ein bisschen mehr Klebefläche hat und dann kommen die vielleicht hier so dran. Da muss ich noch gucken. Ja, dann habe ich für die Schläuche, wenn die rauskommen, beziehungsweise auch hier vorne rein, habe ich dann aus 20er Matte hier so ein bisschen was zusammengeschnitten und ein bisschen geschliffen. Muss ich noch ein bisschen nach. Das ist dann, will ich damit quasi, die kommen dann hier, werde ich gleich mit einem Lötkolben, mache ich Löcher rein, oder beziehungsweise eins, damit ich dann den Schlauch hier quasi rausführen kann, bis hier rüber. Jetzt muss ich jetzt gucken, wie ich das so am besten hinkriege. Ich werde den einen Schlauch hier, mal gucken von der Länge, den will ich ja bis vorne rausführen. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Vielleicht dann noch ein Loch rein. Mal gucken, ob der heiß. Ach, der heiß links, ich sag schon. Der Lötkolben, mal gucken, ob der schon warm genug ist. Dann werde ich nämlich hier schauen, dass ich hier noch so irgendwie ein Loch durchkriege. Das mache ich auch ein bisschen tiefer. Und danach auch funktioniert. Weil wenn ich eins festgestellt habe, den Löchern, das klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Hier hatte ich auch schon ein bisschen was weggeschnitten. Also guckt, weil da möglichst die Löcher alle so gerade hintereinander habt. Also je mehr Biegungen da drin habt, umso, ich sag jetzt mal, umso bescheidener ist das nachher. So, dann gucken wir jetzt erstmal den Schlauch. Den wollen wir ja hier raus haben. Dann machen wir einfach mal hier so 2 Löcher rein. Ich hoffe nur, dass ich die Elektrik nicht so irgendwie verbrate hier. Einmal hier, einmal da. So, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Also ihr glaubt gar nicht, Leute, was das eine Fisselei ist, das dann irgendwie so hinzukriegen, dass das nachher auch funktioniert. Na, wie gesagt, dann habe ich mir überlegt, dann wo die Löcher jetzt sind, versuche ich mal mit dem Lötkolben hinzukriegen. Wird zwar wieder eine tierische Stinkerei, aber naja, gut. Wie gesagt, das ist ja nur damit das mit dem, sag schnell, damit das hier der Übergang so ein bisschen kaschiert ist. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das sinnvoller ist, dann direkt schon den Draht da durchzumachen.
tendenziell würde ich sagen, wahrscheinlich schon. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie lang der Schlauch ungefähr werden muss. So, dann nehmen wir eins von den Dingern. Der hier, der Schlauch, der kommt dann hier oben rein. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen mal einen Test. So, Elektrik. 1, 2, 3. Dann können wir das Ding nämlich reinschieben, dann hält das nämlich schon mal so weit. Den Kabel hier, da muss ich noch mal ein bisschen gucken. So im Großen und Ganzen wird das alles ein bisschen auseinander gedrückt. Da muss ich den Kabel noch ein bisschen besser reinmachen. So, dann machen wir unten schon mal den Griff nochmal dran. So. Hier so rein. So. Wie gesagt, die Kabel, die muss ich noch ein bisschen besser unterbringen. Da drückt das alles ein bisschen, also ein bisschen weiter nach unten stopfen. Gucken, Knopf funktioniert. Dann würde ich auch sagen, dann machen wir jetzt noch mal so, gucken uns das Ganze mal im Dunkeln an, wie das jetzt aussieht. Wie gesagt, hier muss ich noch gucken. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, dass das besser hält. Aber das kriegen wir schon hin. Mit der Klappe, das wird funktionieren. Seht ihr ja, eigentlich brauche ich da gar nichts dran zu machen, dass ich das festklebe, weil das Batteriefach das schon festklemmt. Also brauche ich da noch nicht mehr zu kleben eigentlich. Ja, dann muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich die Kabel hier noch ein bisschen reinstopfe, dass das ein bisschen besser ist, damit das hier besser hält. Und dann muss ich halt gucken, wie ich das hier irgendwie am besten festgemacht kriege. Vielleicht mache ich hier ein Stück Klett oder sowas drunter, und dann kann man das hier so drauf und dann hält, müsste das eigentlich auch gut halten, weil das wird ja nicht permanent aufgemacht. So, aber wie gesagt, wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Dunkeln an. Dann schon das Licht an bei dem einen. Den Rest tun wir erstmal alles aus, davon brauchen wir alles erstmal nichts mehr. So. Gucken wir mal, wie das aussieht. So. Also ich muss sagen, vorne, das sieht schon nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss gewesen zu dem Rest. Ja. Also ich muss sagen, bin begeistert. Das sieht echt schon mal geil aus. Ja, also ich muss sagen, Test ist schon mal gut ausgefallen. Und ich muss ehrlich sagen, das mit dem vorne da mit dem gedrehten reinmachen gefällt mir so noch besser wie das, was ich eigentlich vorhatte mit dem Touchlicht, weil das hätte dann nur so halb
Also so normales Neonlicht halt. Und das hier, das sieht ja schon wirklich aus, als wenn vorne pulsiert. Und da kann ja auch nichts passieren. Der Draht, der ist ja ziemlich, ja, da erstmal Heißkleber drüber und anschließend kommt ja noch, werde ich dann transparentes Flexipaint drüber machen, damit man da, dass da gar nichts passieren kann. Ich glaube aber auch bei den 2 Batterien, dass da nicht wirklich, ja, dann, wie gesagt, dann werde ich noch ein paar Verschönerungen machen, hier und da ein paar Nieten und vielleicht ein bisschen, keine Ahnung was. Und im dritten Teil das Ganze dann hübsch machen. Dann hoffe ich mal, bisher hat euch das gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.